Guten Abend, liebe Leser und Leserinnen, liebe Fans, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, Freunde und begeisterte Leser von Susan Elizabeth Phillips' Buch, liebe Seppis. Susan Elizabeth Phillips nennt sich SEP, ihre Fans nennen sie Sepp und sich selber Seppis. Also, willkommen in München im Studio des Blanc-Vallée Verlags zum Video-Live-Chat mit unserer wunderbaren Susan Elizabeth Phillips. Welcome to Cologne to your German book tour, dear Susan. Ich bin glücklich, Ich bin glücklich, Herr zu sein. How was that? Was that okay? That was pretty good. It wasn't Thank you as so good. much. I did it better before. You're so excited to be meeting all your friends and, I am. And enter into their living rooms. Susan ist nervös. Put your clothes on out there. Ja. We can see you. Ziehen Sie sich bitte ordentlich an. Das ist jetzt ein Video-Live-Chat und die Idee dieses Chats ist natürlich, dass der Autor, die Autorin mit dem neuen Buch in ihrem Wohnzimmer ist und mit Ihnen direkt sprechen kann, zu Ihnen sprechen kann. Und das wird hier passieren. Erstmal noch vielleicht ein paar Worte vorweg. Susan Elizabeth Phillips ist eine der meistgelesenen Autorinnen der Welt. Allein in Deutschland hat sie 4,3 Millionen Bücher verkauft. Es werden immer mehr. Ihre Romane erobern immer sofort die Spitze der Bestsellerliste. Und ab morgen, ab dem 4. Mai, ist sie hier in Deutschland auf Lesereise mit ihrem neuen Roman Cottage, gesucht, gefunden. Und wir haben heute eben die Gelegenheit, live mit ihr im Studio zu sprechen, auf eine Tasse Kaffee, obwohl das ist erstmal nur Wasser. Danach gibt es wahrscheinlich Wein, aber Sie können den Kaffee trinken und in Kontakt treten mit uns. Und haben Sie keine Scheu, Fragen zu stellen. Sie merken es ja schon, Susan liebt es, mit ihren Leserinnen zu sprechen. Sie können gern auf Deutsch fragen, alles wird übersetzt. Und wie geht es? In der Bildübertragung finden Sie unter dem Bild ein Chatfenster. Da müssen Sie Ihren Namen eingeben, gerne auch ein Pseudonym, und dann Ihre Fragen in das Feld eintragen. Und wir hier im Studio reagieren auf die Fragen. Und wir haben auch noch eine Redaktion, die uns hilft beim Sortieren, wenn zu viele auf einmal kommen. Fragen Sie also alles, was Ihnen auf der Seele brennt. Und sollten Fragen im Studio nicht gestellt werden, dann wird es nur daran liegen, dass die Zeit nicht reicht. Dafür haben Sie sicher Verständnis. Sie haben jetzt eine ganze Stunde bis 18 Uhr, um Ihre Fragen zu stellen. Und Susan ist schon ganz ungeduldig und freut sich drauf. Und zwischendurch zum Warming Up führen wir ein kurzes Gespräch. Susan, it's so great to have you here. But can I ask you a very fundamental question? Yes. Darf ich Sie etwas Grundsätzliches fragen? Wie ist sie überhaupt ans Schreiben gekommen? How did you get started writing? Oh, I started writing as a reader. I loved reading all kinds of books as I was growing up. And at one point, when my children were young, my best friend and I were trading books back and forth the way readers do, and we discovered these wonderful historical romances. These were not historical novels, these were historical romances. The books were sexy, they were fun, and eventually we read one that we really hated. And my friend said, we're going to write a book together. And I said, no, we're not. But sooner or later, we started doing it. So that's how it began. It took us 2 years to write the book. It's now out of print. It wasn't a very good book, but it did sell within 3 weeks to the first publisher who saw it. And it was only half finished. Oh, wow. Also da Sie alle begeisterte Leser und Leserinnen sind, auch Susan hat angefangen ihre Karriere als Leserin. Sie hat gern und viel gelesen, hat mit ihrer Freundin Bücher ausgetauscht und irgendwann haben die beiden dann historische Romanzen, also historische Liebesgeschichten entdeckt. Liebesromane, die sexy waren, die unterhaltsam waren, die aufregend waren. Und einmal lasen sie ein Buch, das hat ihnen überhaupt nicht gefallen und da dachten sie, das können wir besser. Wir schreiben, also die Freundin sagte, wir schreiben gemeinsam auch einen solchen Roman. Susan hat sich erst gesträubt, aber sie haben es geschafft,
geschafft und siehe da, das Manuskript, das haben die sofort an den ersten Verleger verkauft. Da war das noch gar nicht fertig. Das war also der erste erfolgreiche Roman, der allerdings jetzt nicht mehr gedruckt ist, vergriffen ist. Aber sie sagt, das war auch schon ein ganz guter Roman und das hat sie natürlich dann auf die Piste gesetzt. You know, that book, I had a 2-year-old and a 6-year-old, and I wrote that book on a typewriter in the kitchen. So it was having little children play around me as I was writing my book during the daytime. It was very different from the way it is now. Also sie muss unglaublich gute Nerven besitzen. Sie hat dieses erste Buch nämlich geschrieben mit ihren beiden Kindern, einem 2-Jährigen und einem 6-Jährigen, die die ganze Zeit in der Küche dann um sie herum spielten. Und sie hat es natürlich noch auf einer Schreibmaschine geschrieben. Heute sind ihre Arbeitsbedingungen andere. Dazu gehören wir sicher später gleich noch etwas. Das Besondere an Susan ist aber, und deshalb hat sie auch eine riesige Leserinnenschaft, ihre Frauenfiguren, die sind sehr interessant. Meistens finden die sich in schrecklichen, fürchterlichen, hoffnungslosen Situationen, aber die sind zäh, die rappeln sich hoch und gegen Ende stehen die oft überraschend stark da. The special feature about your novels are your women characters, the heroines. So sometimes at the beginning they find themselves in hopeless, chaotic situations and somehow at some point they get up, they get going, and in the end they're surprisingly strong. And could one say that you write your books from a feminist point of view? Schreibt sie die Bücher vielleicht aus einer feministischen Perspektive? Yes, I think that's true. At the beginning of my books, every one of the books I've written, the heroine has had her support structure pulled out from under her. So the process of the book is a journey for her to gain strength to make her own way in the world. The heroes in my book usually have all the power, and she has none. But by the end of the book, they've helped each other and they have formed a partnership. Also das klingt schon faszinierend. Sie sagt, am Anfang ihrer Bücher und aller ihrer Bücher wird der Heldin regelrecht die Existenzgrundlage weggezogen. Und sie muss wirklich alle ihre Kräfte bündeln, um zu erstarken, um sich wieder aufzubauen. Und die Männer in ihrem Buch, die haben eigentlich in ihren Büchern, die haben eigentlich immer die ganze Macht. Und der Kampf oder die Reise dieser jungen Frau zu sich selber und zu ihrem neuen Ich, die führt dann dazu, dass da am Schluss Mann und Frau sich auf Augenhöhe treffen. So then there's equality in the end. There is equality, but I think the books are, a good romance is a feminist book, because we do watch a woman gain power through the book. Some people think, and I believe, that the great romance novel takes patriarchal notions and turns them upside down. And I think it's very interesting to explore that in a book. But I also like strong, strong heroes. Also, sie liebt natürlich auch starke Helden, auch mit dem entsprechenden Körperbau, with a six-pack and muscles and strength. And a brain. Und auch einem sehr scharfen Verstand. Aber sie sagt, eigentlich sei jedes ihrer Romanzen, ihrer Liebesbücher ein Buch, das feministisch ist, weil die Frau sich die Macht erarbeiten muss, erkämpfen muss. Und das ist eigentlich das Interessante, was man daran beobachten kann, dass das ganze patriarchalische System auf den Kopf gestellt wird in ihren Büchern. That's very interesting. How the feminists notice that too. Well, the beginning of the rise in the United States of the romance novel gaining so many readers happened at the same time as the feminist revolution in the United States during the 1970s and 80s. I don't think it's a coincidence. Also Susan denkt, es ist kein Zufall, dass diese Romane so beliebt wurden und bekannt wurden und immer mehr geschrieben wurden, zum gleichen Zeitpunkt, als die Frauenbewegung Women's Lib in Amerika erstarkte. Und das war ja dann so in den 70er, 80er Jahren. Jetzt möchte ich aber gerne zu ihrem neuen Buch kommen, auf Deutsch, Cottage, gesucht, Held, gefunden. Heroes are my weakness. Und dieses Buch ist etwas anders geschrieben als die Vorgänger, und zwar was das Setting und das Drumherum angeht. So this book still has this woman who really has to fight hard, yes. But it has a
different setting, a different style. So can you tell us a little bit the difference between this book and all the others? I think the style of the books is the same. The setting is different. This book takes place on a isolated island off the coast of Maine in northeastern United States. It's winter. The heroine has lost everything, and she's come back to an island that she hasn't visited since one really disastrous summer when she was a teenager. What she doesn't know is that the boy who almost tried to kill her has also come back, but he's not a boy now, he's a man. So the question is he the hero of the piece? Is he the villain? Dieses Buch hat zwar denselben Stil, den ihre anderen Bücher auch haben, aber es hat ein ganz anderes Umfeld. Die Heldin Annie Hewitt hat alles verloren. Sie ist kaputt und fertig und kommt im kalten Winter auf Peregrine Island, auf eine ganz isolierte Insel vor der Küste von Maine. Und eigentlich kommt sie da nicht gerne hin. Sie muss hinkommen, um Dinge zu erledigen, ganz schwierige Dinge, weil sie hat als Teenager, als junges Mädchen da mal einen ganz fürchterlichen, schrecklichen, traumatisierenden Sommer erlebt. Und das hängt ihr nach. Und was sie nicht weiß, als sie jetzt in diesem kalten Winter nach Maine kommt, der junge Mann, der sie damals fast umgebracht hat, der an diesem Trauma beteiligt war, der ihr schlimme Dinge zugefügt hat, der ist jetzt auch zurückgekommen und er ist kein Junge mehr, das ist ein Mann. Und da ist jetzt natürlich die Frage, ist das ein Held oder ein Bösewicht? Um uns ein bisschen Geschmack zu machen, wird Susan etwas vorlesen. Und die Szene, die sie vorlesen wird, die beginnt mit einer unfreiwilligen Begegnung. Annie dringt nämlich in ein Herrenhaus ein und da plötzlich steht dieser Mann, Theo Harp. Theo Harp. Theo Harp. Would you like reading that passage now? Oh, yes. An icy finger slithered down Annie's spine. She briefly considered the possibility that her fever had come back, or her imagination had finally shoved her over the cliff of reality. But he wasn't a hallucination. He was all too real. Only slowly did she tear her gaze away from the pistol, the boots, and the waistcoat to see the man himself. In the dim gray light, his hair was raven black, his eyes a pale imperial blue, his face chiseled and unsmiling. Everything about him the embodiment of 19th century haughtiness. She wanted to curtsy. He came to the bottom of the stairs, and that was when she saw it. The pale white scar at the corner of his eyebrow, the scar she'd given him. Theo Harp. 18 years had passed since she'd last seen him. 18 years of trying to bury the memories of that ugly summer. Harp's wintry, masculine beauty was a perfect match in these Gothic surroundings. He was tall, lean, and elegantly dissolute. His white cravat emphasized the dark complexion he'd inherited from his Andalusian mother, and his teenage scrawniness was a distant memory. But his air of trust fund entitlement hadn't changed. He regarded her coldly. "What do you want?" She'd given her name. He knew exactly who she was, but he acted as though a stranger had stepped into his house. "I'm looking for Will Shaw," she said, hating the slight tremor in her voice. He stepped down onto the marble floor, which was inset with black, diamond-shaped onyx. "Shaw doesn't work here any longer." "Well, then who's taking care of the cottage?" "You'd have to ask my father that." As if Annie could simply dial up Elliot Harp, a man who spent his winters in the south of France with his third wife. Annie curled her toes inside her boots, ordering herself to stand her ground. "Do you know where I can find Shaw?"
His shoulder barely rose, too bored to waste energy on a real shrug. No idea. The ring of a very modern cell phone intruded. Unnoticed by her, he'd been cradling a sleek black smartphone in his opposite hand, the one not caressing the dueling pistol. As he glanced at the display, she realized he was the one she'd seen last night galloping across the road with no regard for the beautiful animal he'd been riding. But then Theo Harp had a dark history when it came to the welfare of other living creatures, animal or human. Her nausea was back. She watched a spider creep across the dirty marble floor. He silenced the cell phone. Through the open door behind him, the one that led to the library, she glimpsed Elliot Harp's big mahogany desk. It looked unused. No coffee mugs, yellow pads, or reference books. If Theo Harp was working on his next book, he wasn't doing it here. "I heard about your mother," he said. Not, "I was sorry to hear about your mother," but then he'd seen how Mariah had treated Annie. "Give me that book. You're not reading any more drivel, only the novels I give you." Annie had hated every one of those novels. Others might fall in love with Herman Melville, Proust, Joyce, and Tolstoy, but Annie wanted books that depicted courageous heroines who stood their ground instead of throwing themselves under a train. Theo Harp ran his thumb along the edge of the phone, the dueling pistol still dangling from his other hand as he studied her improvised bag lady attire. The red cape, the old headscarf, her worn brown suede boots. She'd fallen into a nightmare. The pistol, his bizarre outfit. Why did the house look as though it had regressed 2 centuries? And why had Theo Harp once tried to kill her? "He's more than a bully, Elliot," her mother had told her then husband. "There's something seriously wrong with your son." Annie understood now what hadn't been clear that summer. Theo Harp was a psychopath. The lies, the manipulations, the cruelties, the incidents his father Elliot had tried to dismiss as boyish mischief hadn't been mischief at all. Her stomach refused to settle. She hated being so frightened. He transferred the dueling pistol from his left hand to his right. "Don't come up here again." He was still getting the best of her. From nowhere, a ghostly moan crept into the hallway. She whipped around to find its source. "What's that?" She looked back at him and saw he'd been taken by surprise. He quickly recovered. "It's an old house." "That didn't sound like a house noise to me." "It's not your concern." He was right. Nothing about him concerned her any longer. She was more than ready to leave, but she'd barely taken half a dozen steps before the sound repeated, a softer moan this time, even eerier than the first moan and coming from a different direction. She stared back at him. His frown had deepened, his shoulders tensed. "Crazy wife in the attic?" she managed. "Wind," he said, daring her to refute him. She curled her hand around the soft wool of her mother's cloak. "If I were you, I'd leave the lights on." Did we tell them that Annie is a ventriloquist? Not yet. We wanted to leave some surprises. Well, I think you need to know that to understand what's going on in this scene. Ich werde ein bisschen zusammenfassen, was wir gehört haben. Und dazu ist es auch wichtig, dass Annie, die eigentlich gar nichts mehr hat im Moment, früher aber als Bauchrednerin und Puppenspielerin gearbeitet hat für Kinder und Schüler. Jetzt ist sie völlig erschüttert und entsetzt. Sie ist in diesem dunklen Herrenhaus und von dieser Treppe herab spricht zu ihr dieser Theo Harp. Wir sind im 21. Jahrhundert, aber der sieht aus wie eine Figur aus dem 19. Jahrhundert mit so einem
mit so einer Jacke, Reitstiefel, Duellpistolen in der Hand und er verhält sich auch so und sie ist sehr erschreckt, hält ihn für einen Psychopathen und als sie rausgeht, da hört man plötzlich so ganz seltsame, seufzende, jammernde Geräusche und sie sagt, was ist das denn? Und dann sagt er, altes Haus. Dann sagt sie, nee, das hört sich aber ganz anders an und dann kommt noch so ein Laut hinterher, ein ganz beunruhigendes Geräusch. So what do you want to tell your readers about this passage without betraying too much? Well, I think this book has a little more of a suspense plot than some of my other books, but it's still absolutely recognizable as one of my books. One of the fun elements in this book is that Annie has little puppets. They're funny little puppets. They're not scary puppets, but they talk to her in her head. So the puppets add, I think, a note of humor to the whole book. And Theo's character is fascinating to me. That's all I'm saying. Gut, also wichtig ist für sie auch, dass Annie ja mit diesen Puppen spielt und arbeitet. Das ist schon wichtig, dass wir das wissen. Und die Figur von Theo, die ist für Susan absolut aufregend. Und einerseits ist das Buch als ein Elizabeth Phillips Buch zu erkennen, aber auf der anderen Seite kommen sehr spannungsvolle Elemente, wie man sie auch aus Schauerromanen kennt. Und vielleicht können Sie sie selber auch zusammenreimen. Mehr sagen wir jetzt auch nicht, was das dann mit diesen seltsamen Geräuschen auf sich hat in dem Haus. The first questions have arrived. Oh, good. Und die ersten Fragen sind schon da. Auf Deutsch fragt Maggie, Susan, warum schreibst du heute keine historischen Romanzen mehr, sondern Contemporary Romance? Also, warum schreibst du heute gegenwärtige Literatur, die im 21. Jahrhundert spielt? Why don't you write historical romances again, any longer, but contemporary novels? My first two books, the one I wrote with a friend and the next book, were both historical romances. And by the time I finished them, I'd done what I wanted to do with historical romance, and I really wanted to work with contemporary dialogue. That was important to me, and with contemporary situations. And so at this point, I have no plans of writing another historical romance, but I love reading them. Nachdem sie zwei historische Liebesgeschichten geschrieben hat, Liebesromanzen, Romane, hatte sie das Gefühl, das war es, was sie tun wollte. Und dann hatte sie ganz große Lust, doch mit gegenwärtigen Dialog und gegenwärtigen Situationen zu arbeiten. Und im Moment hat sie auch gar kein Interesse mehr, sich wieder den historischen Roman zuzuwenden, außer als Leserin. Sie liest sie unheimlich gerne. In English by Nettie, ich sage es erstmal auf Deutsch. Liebe Susan, wenn du anfängst zu schreiben, hast du dann schon die ganze Storyline, den ganzen Plot, die ganze Handlung im Kopf und fertig und vorbereitet? Oder fängst du an zu schreiben und schaust, wohin die Reise geht? So, I think I know what that question is. Yeah, so do you have your storyline all set and in mind, or do you just start writing and see where the journey takes you? Only a stupid writer would start writing with no idea where they're going. Das übersetze ich mal sofort. Sie sagt, nur ein dummer Autor würde anfangen zu schreiben, ohne eine Ahnung zu haben, wo die Reise hingeht, und fügt dann hinzu, Susan. Yes, yes. So. There are two kinds of writers. One kind plots the whole book ahead of time. They may deviate from the plot, but they have an outline going in. The other kind is like me, where you only have an idea of what you want your story to be. And I have to crawl inside that story to understand what it is and who the characters are. Also es gibt zwei Sorten von Autoren. Die eine Gruppe, die hat sehr klare Pläne, eine klare Gliederung, weiß, wo es lang geht, kann schon mal so ein bisschen hier und da abweichen, aber eigentlich steht das Gerüst fest. Und die andere Sorte Autoren und Autorinnen, zu denen sich Susan zählt, sie hat so eine Idee und dann sagt sie, da muss sie so richtig in die Geschichte reinkriechen, um zu verstehen, worum geht es hier eigentlich und was ist eigentlich mit meinen Personen, mit meinen Figuren, mit meinen Charakteren los. Let me show how I write a book. I write one sentence,
and I write 2 sentences. And then I delete, 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 delete. And then I write more sentences, and I erase them. This is why it takes me so long to write a book. I'm writing, and then I'm getting rid of a lot of things until I find what it is I really want to say. Also ihr Schreibprozess läuft so, sie schreibt einen Satz und vielleicht noch einen zweiten und dann löscht sie alles wieder. Ja, I think you're fancy. Und dann fängt sie nochmal an, ein paar Sätze, dann wird wieder deleted und gelöscht. Und sie braucht sehr, sehr lange, um wirklich das auszudrücken und zu finden, was sie sagen möchte. Okay. Well, a nice question which really goes along with this one. Liebe Susan, wie suchen Sie denn Annie 03? Oh, Annie 03 is writing this. Annie 03 fragt, liebe Susan, wie suchen Sie die Namen Ihrer Figuren aus? How do you select or choose the names for your characters? Oh, that's such a good question. Thank you. There's certain names I can't use. I'm not going to use the names of my sons, my husband, but I try to find names that sound like real, they could be real people, but that don't have, in my mind, like a lot of baggage connected to it. Picking a character's name is important to me. When I wrote the circus book, I had Alex in the circus book was named Benjamin for like the first 3 months, and I just couldn't stand it. It wasn't right to me, so I had to redo it. They just have to feel right to me. Also hervorragende Frage war das von Annie 03, Annie 03. Es gibt ganz viele Namen, die kann sie schon mal gar nicht benutzen. Alle der Ehemann und Familienmitglieder und Söhne und Freunde. Dann müssen es Namen sein, die es gibt, die realistisch erscheinen, aber auch Namen, die nicht zu viel Eigengewicht oder Ballast oder bereits vorhandene Ideen und Vorstellungen mit sich tragen. Einmal hatte sie in ihrem Zirkusbuch ganz lange die Hauptfigur Benjamin genannt und dann nach 3 Monaten hat sie gemerkt, nein, sie rieb sich dran, das passte nicht, das muss ich auch richtig anhören und anfühlen. And then you called him Alex. Alex. Da wurde aus Benjamin Alex und das sounds more sassy and snazzy and more masculine too. Yes. In the Matchmaker book with Annabelle and Heath Champion, the name Heath Champion it is not a realistic name. So I just had fun with that. And as it turned out, that was not his real name. But I did that deliberately. Ah ja. In dem Buch mit Annabelle und Heath Champion, da hatte sie von Anfang an eigentlich das Gefühl, Heath Champion ist nicht der richtige Name für diesen Kerl. Aber da das sowieso ein aufgesetzter, falscher Name war, passte es dann wieder. You were talking about typing. Oh, well, now you use a computer, I suppose. Also nicht mehr die Schreibmaschine, sondern der Computer. Sie hat ja schon gesagt, wie sie schreibt. Jetzt fragt Marie. Hi Susan, die will wissen, wo sie schreibt, wie das aussieht. Wie sieht der Arbeitsplatz aus? Ordentlich aufgeräumt oder chaotisch? Ein inspirierendes Durcheinander. So Marie wants to know, what does your desk look like while you work? Is it chaotic or is it very well taken care of? Marie, is it an inspiring that is chaos? A rude question. Unhöfliche Frage. The best thing for me is when my desk is a mess, because that means I'm really into what I'm writing and I don't want to stop to clean it up. I like to have a clean desk, but alas, that is not the way it normally looks. If my desk is clean, I'm probably not working hard enough. Also, natürlich keine unhöfliche Frage, sondern eine spannende Frage, weil sie hätte gerne einen sauberen, überschaubaren Schreibtisch, aber wenn der sauber und überschaubar ist, dann heißt es, sie ist nicht kreativ, sie schreibt nicht genug. Am besten ist es, wenn das wild und chaotisch aussieht und sie schreibt und schreibt, ohne aufzuhören. Dann passiert da was. Also, es ist besser, wenn sie keinen sauberen, ordentlichen Schreibtisch hat.
Wir warten jetzt auf weitere Fragen. Vielleicht schiebe ich noch mal eine zwischendurch. Dieses neue Buch Cottage, gesucht, Held, gefunden ist ja ein Schauerroman oder hat so Aspekte von Gruselromanen. So when you decided to write this novel, you looked at the Gothic novels. So I did. In what way did they inspire you? Or why did you get this idea of including Gothic elements into this wonderful novel? Oh, I'm so glad you asked me about that. I loved Charlotte Bronte's Jane Eyre, Daphne du Maurier's Rebecca, and in these books you always had the principal male character. You didn't know if he was bad or good. You had a mysterious house, and there was almost always a cave with water coming in. I loved these books so much, and I wanted to write a modern twist on that Gothic novel where I could go deeper into the characters and where I could certainly be sexier with the books than those original ones were. So these were books that I fell in love with when I was a teenager, have always loved, and I wanted to bring those books into the 21st century. Ja. Also, sie war ja eine begeisterte Leserin und zu ihren Lieblingsbüchern gehörten eben diese Schauerromane des 19. Jahrhunderts und dann auch noch Daphne du Maurier. Romane, in denen die Heldin sich einem Mann gegenüber sah, der sehr geheimnisvoll war, wo man nicht wusste, ist das ein übler, ein böser Mensch. Ein geheimnisvoller Mensch auf jeden Fall. Und dieses Element, das wollte sie ins 21. Jahrhundert bringen, die gleichen Gefühle provozieren, auch dieses dunkle Haus, das da eine Rolle spielt. Aber sie dachte, die modernen Romane kann man noch ein bisschen erotischer und aufregender gestalten. Das ist ihr wirklich hier gelungen. The aspect of a hero is very important. Not only in this book, but in the other books. In all my books. Ja, das Thema Held spielt ja auch eine große Rolle bei ihr. Und da würde ich Sie mal fragen, was ist denn bei Ihren Helden eine besonders wichtige Eigenschaft? Und auch bei Ihren Heldinnen. What would be one of the most important attributes of a hero? Of a hero and of a heroine as well? The hero, the most important characteristic of a hero isn't that he be handsome or sexy or have muscles. It's that he should be skilled. The hero needs to be competent. He needs to be good at things. But sometimes he's not as emotionally aware as the heroine is. So the hero has all the power at the beginning of the book, but he may not have the emotional awareness and growth. The heroine has no power, but she's more in tune with who she is as a person. So the book is the journey of these two learning and taking from each other before they can be a couple. Das ist eine sehr, sehr schöne Beschreibung. Sie sagt, der Held, der muss gar nicht so super attraktiv und toll sein. Was er haben muss, er muss Fähigkeiten haben, er muss Talente haben, er muss kompetent sein. Er muss wissen, was er tut und er muss es gut können. Und ihre Heldinnen müssen auch kompetent sein, aber sie haben einen Vorzug vor dem Helden. Der Held ist oft nicht so sensibel oder emotional aufmerksam, der weiß nicht genau, was mit seinen Gefühlen los ist, der kann sie sich nicht richtig einschätzen, also emotionale Kompetenz, emotional competence is lacking. Und die Frau hat anfangs in diesem Roman viel weniger Macht als er, aber sie gehen auf diese Reise gemeinsam, sie lernen voneinander. Very, very lovely image. So here are some more questions. Nisel, now that's a lovely name. Nisel fragt auf Englisch, ich sage es erst auf Deutsch, Susan, wie schaffst du deine Charaktere? Kommen die dir einfach so in den Kopf oder entwickelst du sie ganz bewusst und Schritt für Schritt? Und wie fügst du sie zusammen? Wobei eine dieser Fragen vielleicht schon beantwortet ist. Nisel wants to know how you create your characters. Do they just pop up in your mind? Or do you develop them consciously? And you almost answered her last question already. How do you match your pairings? The way I create my characters, it's a slow process.
When I start with the hero or the heroine, they're not very interesting. They sort of are very one-dimensional. And I find that it takes me almost 9 months before I really understand who the characters are and can develop them. And I think 9 months is an interesting, number. Yeah, and this is not original with me, but one of my writer friends said, if your hero is going to be a fireman, your heroine had better be an arsonist. So as you choose your hero and heroine, you want there to be some kind of a natural conflict between them. Sie sagt, wenn sie anfängt, die Charaktere aufs Papier zu bringen, dann sind die noch sehr eindimensional und nicht besonders interessant. Und sie braucht ungefähr immer wieder 9 Monate, interessante Zeit, 9 Monate, bis sie die dann so angefüllt hat und bis das so richtig runde Charaktere sind. Und ein anderer Autor, mit dem sie befreundet ist, oder eine Autorin, writer friend, you know, it's neutral. So would it be a woman or a man, your writer friend? A woman. A woman. Almost all of my writer friends are women. The community of romance writers is just a wonderful group of women. There are only 2 of them that I don't like, and I'm not going to tell you who they are. They probably know. Also dieser Writer-Friend war eine Frau und sie sagt, es gibt eine ganz tolle Verbindung zwischen dieser Gruppe von Autorinnen, die Romance-Novels schreiben. Und da gibt es nur 2 Frauen, die sie nicht so gerne mag und die nennt sie natürlich jetzt nicht. Ich sage, die wissen es wahrscheinlich eh. Und eine dieser Freundinnen hat gesagt, wenn du einen Helden entwickelst, der Feuerwehrmann ist, dann musst du auf jeden Fall die Heldin zu einer Brandstifterin machen. Also es muss auf jeden Fall einen grundlegenden Konflikt zwischen diesen beiden Hauptfiguren geben. Hier sind 2 Fragen, wo ich gar nicht weiß, welche ich zuerst stellen will. Dann mal so, also Annie 03, Annie 03, again, gibt es ein Vorbild für den sexy Theo? Who would be the model of sexy Theo? Oh, you mean like an actor? Oh, like somebody you know, or somebody you met in a bar? No, somebody I met in a bar. I wish. I love it when readers tell me what actors, if there was ever a movie, which there will not be, what actors should play the part. So the Theo in my head was not an actor that you would know, but I think it's really fun to hear from readers. I have a Facebook page, and I often will put posts like this up, like, if we did a movie, who should play Theo Harp? And I love getting the answers. Some of them are so wrong, and some of them are just perfect. But I do not have an actor in my head. Which would be the perfect one for Theo Harp, for example? Maggie Smith's son. I don't know his name, but he played Rochester in, I think, the BBC production of Jane Eyre. Okay. And I didn't see it, but I saw photos of him, and he had that sort of dark, mysterious look. I found that very intriguing. I'll just translate. Also sie selber, wenn sie die Figuren auch so optisch visualisiert, hat keinen Schauspieler vor Augen normalerweise. Und sie geht auch nicht davon aus, dass ihre Bücher verfilmt werden. Sie will das auch nicht. Vielleicht kommen wir später noch dazu, darüber zu sprechen, warum. Und sie findet es aber schön, auf ihrer Facebook-Seite mal so die Frage zu stellen, wenn wir dieses Buch verfilmen würden, wen schlagt ihr denn vor als Theo oder als andere Männerfigur? Und da kommen so viele Antworten und manche sind völlig daneben und manche passen aber sehr gut. Und jetzt habe ich gesagt, ja, und jetzt hier bei unserem Theo Harp, da war ja diese Facebook-Seite noch nicht. Das Buch ist ja erst hier vor kurzem herausgekommen. Und da sagt sie, der Sohn von Maggie Smith, dieser älteren englischen Schauspielerin, und der Sohn hat in diesem Film Jane Eyre in der BBC den Rochester gespielt, der übrigens ja auch die verrückte Frau auf dem Speicher hat, die eben in der Lesung vorkam. Also, da passte das ganz gut. Jetzt habe ich hier aber eine ganz komische Anfrage, die ist von einem Mr. Bill. Hallo Süße, ich vermisse dich. Wo ist der Dosenöffner? Ich liebe dich. What? There's a note from a Mr. Bill.
Hey, sweetheart, I miss you. Where's the can opener? I love you. What's this Mr. about? Bill, I miss you too. That's my husband. And the can opener broke. And go to the neighbors and see if they will feed you. Okay, das ist eine sehr diplomatische Antwort. Bill ist ihr Ehemann. Sie vermisst ihn auch fürchterlich, aber der Dosenöffner ist kaputt und er soll zu den Nachbarn gehen und die sollen ihm was Schönes zu essen servieren. Is your husband ever jealous of your heroes? No. Ob der Ehemann vielleicht neidisch, eifersüchtig ist, was diese Helden angeht? I wish he should be. He's so... My husband has several characteristics of the romance hero. He's very confident in who he is, and it would not occur to him to be jealous, which makes me angry. Also, ihr Mann hat einige Qualitäten ihrer romantischen Helden. Der ist nämlich sehr sicher, ruht sicher in sich selbst, ist von sich auch überzeugt und käme gar nicht auf die Idee, eifersüchtig zu werden. Und deshalb ist sie wütend. Sie findet, er könnte manchmal ein bisschen eifersüchtiger sein. Oh, tell the readers if they want to see more of Mr. Bill. Again, my Facebook page, he appears quite often. One time he appeared in the shower, but he did have a towel wrapped around him. He doesn't know. He's not on Facebook. He doesn't know what I put up about him. You post his Yeah, pictures? Oh, he's goodness. cute. Also, Bill ist cute, das heißt, Bill ist sehr attraktiv. Der ist nicht auf Facebook, aber Susan, wie Sie ja schon gehört haben. Und da kommen öfter schon mal Bilder von Bill auf ihre Facebook-Seite. Der weiß nicht, was sie da anstellt. Und ein Bild war sogar eins, das ihn in der Dusche zeigte. Allerdings hatte er ein Handtuch um die Hüften gewickelt. Naughty girl. I think we have to go back to a very neutral question. Wir gehen jetzt mal zu einer ganz neutralen Frage wieder zurück. El Genero, sounds Spanish, fragt, ob ihr die deutschen Buchcover gefallen. Das ist eine recht interessante Frage, da wir ja hier im Studio des deutschen Verlages sind. Ich stelle mal die Frage. Here we are in the Blanc Valley studio. El Genero asks you, do you like the book covers in Germany? Oh, some of them I love. I think this is a beautiful, beautiful cover. It feels good too. The early covers, some of them were so funny. I don't know if I can describe this. Are you ready? Yeah. Also, let me just do this first. Also, viele gefallen mir unheimlich gut, gerade das hier, weil das nicht nur schön aussieht, sondern es hat auch eine besondere Struktur, wenn man so drüber fühlt. Yes, all right. One of my very first German covers showed a woman in a car. It was like a convertible, and her legs were up in the air, like she was facing the back of the car. Her legs were up in the air, and there was a little white dog peeking up from between her legs. Oh, oh. Also sie sagt, ihre früheren Buchcover, die waren schon sehr komisch in Deutschland. Was that Blanc Valley also? Oh, it was Blanc Valley. But it got a lot of readers. It was so funny that a lot of readers bought the book. Ja, und ein total erfolgreiches Cover, too. Da war nämlich eine Frau in einem Cabrio mit dem Rücken zum Fenster. Und ihre Beine guckten wie aus dem Auto raus und zwischen den Beinen guckte ein kleiner weißer Pudel hervor. Und es hat sich hervorragend verkauft. Yeah. That was Dan and Phoebe's book. Das war das Buch, in dem es um the Chicago Stars book. Ja, wo es um eine Fußballmannschaft ging, Chicago Stars. Gleich, da schließe ich gerade nochmal an. Warst du nicht auch die erste Frau, die eine erfolgreiche Romance-Novel in dem Fußballmilieu ansiedelte? Weren't you one of the first women writers who wrote about football stars and about sports? I was the first romance writer to write about sports. And it started with the book about Dali Bodine and Francesca. That's a book about golf, the most boring sport in the entire world. But the book wasn't boring. And the story is that we were told in the United States we're not allowed to write about sports because they felt that would, if we wrote about American sports, that the books would not sell internationally. But I was a new writer and I didn't know there was a rule. So I wrote the first couple of books about sports and they did very, very well. And then
New York City understood that you could write about sports for the whole world market. But it was only because I was ignorant of the rule that I did that. Oh, lovely. Als sie anfing zu schreiben, da gab es ein ungeschriebenes Gesetz. Frauen, vor allen Dingen Frauen, die Liebesromane schrieben, dürften nicht über Sport schreiben, weil Sportbücher sich da nicht international vermarkten ließen. Und weil sie aber keine Ahnung hatte, fing sie an, fröhlich über Football zu schreiben, American Football. Dann gab es dieses Buch mit Danny Bodine und Francesca, da ging es um Golf. Ihrer Ansicht nach die langweiligste Sportart auf der ganzen Welt. Aber die Bücher haben sich fantastisch verkauft, waren witzig, überraschend, toll geschrieben. Und damit hat sie dann als Pioneer, als Pionierin dieses Gesetz ad absurdum geführt. A pioneer out of ignorance. Let's just say a pioneer. Don't put yourself down so much. I like women breaking the rules. There's another question here from Hannah. Sie möchte wissen, ob Susan all die Orte besucht hat, die in ihren Romanen vorkommen. Have you been to all the places which are the setting in your novels? I've been to most of them. I think the only setting I haven't visited was in Sugar Beth's book, Sugar Beth and Colin Byrne in Mississippi. That's one of the few states in the United States that I haven't visited, but it was so perfect for that book. So in that case, I talked on the phone to the local Chamber of Commerce and to people who lived in that area and did my research that way, but I still haven't been to Mississippi. But most of the other places I have been to. Also sie war fast an allen Orten, über die sie geschrieben hat. Nur das eine Buch über, mit Sugar Beth und Colin Byrne. Auch ein Autor, another author there. And Sugar Beth, who used to be the high school sweetheart. The high school mean girl. Yeah, mean girl, attractive but mean. Weren't they all? Und sie sagt, Mississippi ist eigentlich der einzige Ort, wo sie bis jetzt noch nie war. Aber da hat sie viel mit Leuten telefoniert, hat sich die Stimmung vermitteln lassen, hat mit dem Fremdenverkehrsamt telefoniert und war bis jetzt noch nicht dort. Why haven't you ever gone to Mississippi? For political reasons? No. It's just, I don't know. Mississippi I'm missing, Montana I'm missing. I've visited most of the rest of the states and a lot of the countries, but I've got to make it there. Ja, also, sie muss noch nach Mississippi, Montana, die anderen Staaten hat sie alle besucht. Tina Kaiser möchte wissen, Tina Kaiser weiß schon etwas über Susans Lebenslauf. Susan hat nämlich angefangen, auch mit Theaterwissenschaften. Tina Kaiser möchte wissen, wie man von Theaterspielen zum Schreiben kommt und ob sie das Theaterspielen vermisst. Tina Kaiser knows about your curriculum vitae, and she knows that at some point you studied theater and that you wanted to play theater, that you played some theater. So how did you make the move from theater to writing, and do you miss drama? The truth is that I grew up, my dream was to be a movie star. That did not work out, so writing was my fallback career. I am very, very happy that I had theater training because it let me approach characters internally, but I haven't done anything with it since I was in college. I taught high school after I graduated from college, but the theater background has been just a perfect background for writing. I think better than an English literature background. Sie wollte eigentlich immer Filmstar werden, hat dann aber an der Universität, am College Theaterwissenschaften studiert, wobei Theaterwissenschaften in amerikanischen Colleges auch immer sehr pragmatisch sind und aktiv. Und sie sagt, dieser Hintergrund hat ihr unheimlich geholfen für ihre Bücher, viel besser, als wenn sie jetzt englische Literatur studiert hätte, weil sie da viel besser in die Figuren, in die Charaktere sich hineindenken konnte. And it probably also helped with the dialogue. Oh, yes. Und mit Dialog natürlich auch. The voice, because you don't want every character to sound the same. You don't want your hero to sound the same as your heroine. And so that was very useful in developing that dialogue. Also das Theaterspielen war sehr, sehr hilfreich, weil ja jeder Charakter, jede Figur, jede Persönlichkeit auch nochmal ihre eigene Stimme finden muss und muss anders klingen und anders sprechen als das Gegenüber. Rachel fragt auf Englisch, ob Susan ihre Bücher mit ihrer Familie diskutiert und ob sie irgendeinen Einfluss haben auf das, was sie schreibt. So Rachel is asking you, hi,
Do you discuss your books with your family? Do they have a say in the making? Not at all. I talk to Mr. Bill a lot, especially if I'm writing one of my Chicago Stars books or if I'm writing a book about golf. He helps me so much with that. He also, which is odd, is a better word person than I am. So sometimes if What's a word person? If I forget a word, I can't remember a word, he knows it right away. I kind of go into my own little shell when I write. I don't share a lot about what I'm writing with anybody because I feel like it pulls the energy out of the book. Yeah. Das ist interessant. Eigentlich möchte sie mit gar keinem über ihre Bücher lesen. Sie braucht ihren geschützten Rahmen, weil wenn man darüber spricht, dann nimmt das die Energie aus dem Buch. Mr. Bill, ihr Mann, der darf schon mal ihr Nachhilfe geben bei Sportarten, bei Golf, bei Football oder wenn ihr ein Wort fehlt. Der ist eine gute Word-Person, dem fällt das sofort ein und da hilft er ihr weiter. Oh, Nettie schreibt gerade. Hi Susan, also Nettie möchte wissen, ob es noch jemals ein weiteres Buch von der Chicago Stars Serie geben wird, die sie so sehr liebt. Nettie, hi Susan, will there ever be another edition to the Chicago Stars series? I love it so much, says Nettie. I think a lot of readers want more Chicago Stars books, and they send me email and they talk to me on Facebook. And I always say with every Chicago Stars book, it's the last one, because I don't think I can bring anything fresh to the character of the football player. Well, guess what? I'm working on, right now, another Chicago Stars book. I'm just about halfway through. I'm not ready to talk about it yet, but I am. The next book will be a Chicago Stars book, and you will see some old characters again, like Heath and Annabelle the matchmaker, Heath the sports agent. So yes, there is going to be another Chicago Stars book. You just made somebody very happy, I think. Ich glaube, Susan hat gerade Nettie sehr, sehr glücklich gemacht. Sie ist ganz oft gefragt worden, ob sie diese Serie nicht fortsetzen wollte. Und sie hat immer gesagt, nein, da müsste ich etwas völlig Neues reinbringen und die Personen müssten sich ganz massiv weiterentwickeln. Hat es lange ruhen lassen, aber ja, das nächste Buch, und sie ist erst in der Hälfte, das wird ein neuer Band und sie wird auch eine ganz neue Wendung für die Hauptcharaktere, also den Matchmaker Heath und Annabelle. Da wird sich was ganz Neues entwickeln und da freut sie sich auch schon sehr drauf. Niselle möchte wissen, welchen ihrer Charaktere sie sich so als Partner in Crime, sagt man so, als Genossen oder als Partner oder als jemand, mit dem sie etwas zusammen machen möchte. Kumpel, kann auch Liebhaber sein. Also wen würde sie sich da auswählen? It's hard to translate into German actually, because Niselle wants to know which one of your characters would you pick as your partner in crime. Of course, partner in crime is a very open term. Oh, so. Well, I never say who I'm often asked who's my favorite hero or my favorite heroine, and I honestly do not have a favorite. I have to love them all, or I couldn't write the book. Yeah. There are certain characters, most of my heroines are not anything like me. The one heroine who is like me is Lady Emma in the book with Lady Emma and Kenny Traveller. The English title was Lady Be Good. Lady Emma is very bossy, and Lady Emma likes to lead. And I took those qualities from myself. But most of my characters don't really resemble people in real life. I actually found the German title. Oh, did you? Lady Be Good. And it's totally different actually in German. What is it? Also sie sagt, grundsätzlich sagt sie eigentlich niemandem, oder wer ihr Lieblingsheld ist. Eigentlich hat sie auch keinen Lieblingshelden, weil sie muss alle ihre Figuren lieben, sonst könnte sie ihre Bücher nicht schreiben. Und sie sagt, sie ist völlig anders als die meisten ihrer Heldinnen. Aber eine einzige Heldin, die ähnelt ihr etwas, die ist nämlich sehr bestimmend.
Und zwar in dem englischen Buch Lady Be Good, auf Deutsch Kopfüber in die Kissen. And what was her name again? Lady Emma. Lady Emma, aus Kopfüber in die Kissen. Also, wenn Sie Kopfüber in die Kissen lesen, dann sehen Sie Susan. Not quite. Tina Kaiser asks, möchte wissen, warum Susan bei den ersten Romanen unter Pseudonym geschrieben hat und danach nicht mehr. Tina Kaiser wants to know why you wrote your first novels under a pen name, and then afterwards not anymore. Yes. Tina, the first book was a historical romance called The Copeland Bride. It's not published here, it's not published anywhere, and it was written under a pseudonym of Justine Cole because I was writing with my girlfriend, so there were two of us writing together. We only did that for one book. It was so much fun. But the book at this point is not politically correct. It would be difficult to have it republished. Also bei diesem ersten Buch, das war ja das, was sie mit ihrer Freundin zusammengeschrieben hat, das war ja dieser historische Roman und der ist ja jetzt auch vergriffen und sie ist auch ganz froh, dass der nicht wieder veröffentlicht wird, das wäre schwierig, der ist nicht mehr so ganz zeitgemäß, nicht so politisch korrekt und den hatten sie damals unter diesem Pseudonym Justine Cole geschrieben. Und yes, but why did you afterwards go out into the open with your own name? Und warum hatte sie danach den Mut, ihren eigenen Because Namen? I was writing by myself, so we didn't need a name for two people. Also danach hat sie auch ihren eigenen Namen genommen, weil sie dann allein geschrieben hat. So it wasn't that you needed some courage? No, not at all. Sie hat geschrieben und sie hat zu allem we loved that book. Was sie geschrieben hat. I think there are some more questions coming up. Vielleicht geben Sie mir die einfach rüber. Das sind nämlich so interessante Fragen, da möchte ich gar nicht mit meinen eigenen dazwischen gehen. Gut. Tina Kaiser fragt noch an, she asked a very smart question here. Schreibst du parallel an mehreren Büchern? Do you write books in a parallel manner or do you have to finish one before you start the next? Oh, I have to finish one before I start the next. Yes, I'm constantly, once I finish chapter 1, I'll start chapter 2, then I'll go back and redo chapter 1 and redo chapter 2, and then I start chapter 3, and then I redo. But the book has to be completely finished, it has to be as good as I can possibly make it before it leaves my desk. So nobody sees it until I'm at the point where it's the best work I can deliver. Ja. Also nein, das ist eins nach dem anderen. Sie schreibt das erste Kapitel und dann schreibt sie es nochmal neu und dann das zweite Kapitel, dann schreibt sie die beiden nochmal neu. Das Buch muss so lange auf ihrem Schreibtisch liegen, bis es so perfekt ist, wie sie es erwartet zu dem Zeitpunkt. Vorher verlässt das den Schreibtisch nicht und es bekommt auch kein anderer zu sehen. Und dazu passt die nächste Frage von Maggie. Wie lange brauchst du für ein Buch von der ersten Idee, bis es erscheint? So how long do you need from the first idea till the book is published? So that would be more than 9 months. So how much do you need for that? Actually, I'm getting slower instead of faster. Writing does not get easier for me. So it's taking me almost 2 years to finish a book, which is a long time. It's a long time in romance, but for the rest of literature, 2 years to write a book is not that long. So I do need that whole time period. Was there another part to that question that I forgot? No. Oh, okay, good. I'll add another part. Okay. Sie sagt, sie macht die Erfahrung, dass sie eigentlich länger braucht als früher und dass man nicht, dadurch, dass man viel schreibt, schneller schreibt. Und sie braucht diese Zeit und das sind insgesamt 2 Jahre. Und 2 Jahre ist lang für diese Liebesromane. Es ist nicht lang für andere Romane, aber in ihrem Metier ist das schon recht lang, aber sie braucht da jede Minute. The question I would like to add to that one was, but while you're writing this book for 2 years, do you still have other plots in your mind? Sometimes, yes. Und meine Frage ist aber, in diesen 2 Jahren,
Hat sie denn schon neue Ideen für neue Bücher? Sorry. Sometimes ideas will pop into my head and I have a big idea file and I just put them in there and leave them alone and see if anything happens to them, but I have to complete the project. And then once a publisher gets it, it still has to be edited and then copy edited and go through all the production. So many months will pass from the time the manuscript is complete before it's actually in bookstores. Also sie hat dann schon mal eine Idee, während sie an einem Projekt ist, aber dafür hat sie dann so einen Ordner, da kommen alle Ideen rein und da lässt sie erstmal liegen und guckt, was sich daraus entwickelt. Sie muss das Gefühl haben, dass sie das Projekt abgeschlossen hat. Dann kommen ja noch die ganzen Monate und die Zeit, die es dauert, bis dann das Manuskript von den Lektoren behandelt worden ist und bis der Verleger drüber geguckt hat und bis es dann tatsächlich rauskommt. But that was basically the question. Und ja, somebody picked up on what we said. Hannah reagiert auf etwas, was wir hier gesagt haben. Warum möchte Susan nicht, dass ihre Bücher verfilmt werden? Why do you not want your books to be turned into films? I think these books could make wonderful movies, but they don't film the book. They take the book and turn it into something else, and then the readers would hate it. If they would actually film what's in the book, that story would be very satisfying. But you've seen it happen all the time. They don't film the book. And generally when a romance is translated to the screen or to television, the readers end up angry. And my characters and my stories are very precious to me. I don't like the idea of somebody taking my characters, my story, and making an ugly actor play my hero and completely change the story. It's not worth it to me. So every time they ask me, I say no, except one time. A Bollywood studio has Heath and Annabelle's story, and they may be making a Bollywood film out of it, which I thought was perfectly fine, because then you wouldn't expect it to be exactly like the book. Also das ist schon ein komplexes Thema, weil Susan der Ansicht ist, dass ihre Bücher wunderbare Filme ergeben würden. Aber sie sieht immer wieder und hat die Erfahrung gemacht, es werden ja nicht die Bücher verfilmt, die werden verändert, da werden Sachen rausgebrochen, da wird was anderes zusammengerührt. Und sie sagt, ihre Leser, die wären dann furchtbar enttäuscht. Und dieses Risiko möchte sie überhaupt nicht eingehen. Es hat eine Ausnahme gegeben. Sie ist von Bollywood-Leuten angesprochen worden, ob sie ihr Buch mit Annabelle und Heath verfilmen könnten. Und die Idee hat sie gereizt, weil sie sagt, Bollywood, das ist was völlig anderes. Da können gar keine Erwartungen auftauchen, die dann enttäuscht werden. Is there another question you would like me to ask while we're waiting for your fans to ask? The thing that interests me the most is having readers, so many readers in the United States, and having readers all over the world. My books are published in 30 languages now. Is how much my readers are alike. I used to get questions, what are your readers like? And my readers are younger women, older women, they're career women, they're women who are home with small children. In other words, I used to say it's the American woman, and now I say it's the international woman. Women love a good romance. They love a good love story that has something extra, that has characters you can really care about. Was sie gelernt hat, und ihre Bücher sind ja weltweit verbreitet, sie sind in mehr als 30 Sprachen übersetzt. Ich habe angeregt, dass wir uns mal im Herbst in Chicago treffen. Sie sagte, nein, da bin ich gerade auf dem Weg nach Afrika, mache da mal eine Lesereise in Afrika. Sie ist in Asien sehr beliebt und es fasziniert sie unglaublich, wie sehr doch die Frauen, die ihre Bücher lesen, sich ähneln, dass da gleiche Wünsche und Gefühle und Träume auch existieren, weil zunächst hat sie gedacht, dass sie nur für Frauen in Amerika schreibt. Und jetzt sieht sie, es sind alte Frauen, junge Frauen, beruflich erfolgreiche Frauen, Frauen, die mit ihre Kinder, sich ihren Kindern widmen, die unterschiedlichsten Frauen, die mit ihren Geschichten nicht nur etwas anfangen können, sondern die von ihren Geschichten berührt werden.
Und vielleicht noch eine persönliche Frage von mir. Wir haben vor 4 Jahren schon mal die Freude gehabt, eine Lesereise gemeinsam zu machen. Ich hatte fast das Gefühl, dass sie wie eine mütterliche Freundin oder eine gute Freundin von ihren Seppis, von den Fans wahrgenommen wird. When we did our book tour together, and I felt very fortunate to be traveling with you, I was just so amazed of how much these young women loved you, how they turned to you, came up to you as if you were a really good friend, a mentor, an advisor. I feel that way about my readers. I feel as though they're my friends. I feel as though I know them. And I do have the best readers in the world. Other authors may think they do, but they do not. I have the best readers in the world. Ja, das ist genau das Gefühl, das rüberkommt bei ihr. Und Susan spürt das auch, wenn sie Mails bekommt oder wenn Leute sich auf ihrem Facebook melden oder wenn sie diese Lesung auch macht und sie sagt, andere Autoren mögen das behaupten, aber ich bin sicher, sie, Susan, sie hat die besten Leserinnen der Welt. Now there's one more very precise question I will ask, and then maybe I will tell the fans where they can possibly see you in the next week. That would be lovely. Ich lese noch 1 bis 2 Fragen vor. Dankeschön, dass Sie so schön eingereicht haben bis 18 Uhr. Jetzt ist es schon 5 nach 6. Wir machen mal noch ein paar Minütchen weiter, diese beiden letzten Fragen noch zu bearbeiten. Und dann sagen wir Ihnen nämlich auch, wo Sie vielleicht in der nächsten Woche, wenn Sie in der richtigen Stadt leben, Susan auch noch live erleben können. Niselle fragt, ganz präzise, einmal hat Susan eine Kurzgeschichte veröffentlicht über die beiden FBI-Agenten aus First Lady, der will schon einen Traummann. Haben Sie vor, mehrere Kurzgeschichten noch zu schreiben oder so über dieses Nebencharaktere, die nicht ihre eigenen Bücher bekommen haben? Wir Leser haben an ihnen genauso viel Freude. Oh, a lovely question. You once published a short story about the 2 FBI agents from First Lady. Yeah. Do you plan on writing more short stories about sidekick characters that didn't get their own books? We enjoy them just as much. That's such a funny question because that is the only short story I ever wrote in my whole life. Oh. Mm-hmm. And it took me weeks to write that story. Short stories are hard to write because every word has to count. And you have to present who these characters are and what the situation is in such a short format. So I have lots of admiration for short story writers, but probably will not be writing a short story again because it's too hard and I don't want to work that hard. Also, das ist eine witzige Frage, weil das war die einzige Kurzgeschichte, die Susan jemals geschrieben hat. Und sie sagt, Kurzgeschichten sind so schwer zu schreiben. Sie hat eine riesen Bewunderung für Kurzgeschichtenautoren, weil man da ja nicht den ganzen Platz hat, die Figuren zu entwickeln. Wir sind gleich am Ende. Jetzt stelle ich noch eine Abschlussfrage. Was will Susan uns und ihren Lesern und Leserinnen mitgeben? Was sind ihre famous last words? Welches Lebensmotto hat sie? Susan, which motto do you live by? Life is too short to read depressing books. Ich glaube, das muss ich gar nicht mehr übersetzen. Liebe Susan, ganz, ganz herzlichen Dank für die Offenheit und die Wärme, mit der du hier alle Fragen beantwortet hast. Ihnen ganz vielen Dank, dass Sie sich beteiligt haben, für Ihre tollen Fragen. Und jetzt sage ich nochmal, wohin die Reise geht. Ab morgen haben Sie die Möglichkeit in München, Hamburg, Hannover, Köln und Kerpen bei Köln. Da haben Sie die Gelegenheit, Susan, Elizabeth Phillips, SEP, Seb live zu erleben bei Lesungen, die ich auch moderieren darf. Wir 2 als Team, ich freue mich sehr darauf. Und nach der Sendung, jetzt oder im Anschluss jetzt an diese Übertragung, werden die Daten und Stationen der Lesereise nochmal eingeblendet im Abspann. Und selbst wenn Sie es zu der Reise nicht schaffen, Sie können ja immer noch in einen Buchladen gehen und sich dieses schöne Buch holen. Tollen Abend, danke, dass Sie dabei gewesen waren. Susan, thank you so much. Thank you, Angela. I appreciate it so much. Okay, thank you. Bye-bye. Say bye-bye to our friend.